Die 2 furchterregendsten Propheten des Herrn schlagen Afghanistan mit einem schrecklichen Erdbeben. Die Prophezeiung vom 7. April 2021 wurde furchterregend erfüllt. Nun, gesegnete Leute, der Herr Jehova, Jehova Elohim, Jehova Elyon, Jehova El Gibor, Jehova Zebaoth, er hat mit mir gesprochen an diesem 7. April, das Jahr 2021, Gott der Vater selbst, in dieser sehr enormen Unterhaltung mit der Gemeinde. Es gibt ein schreckliches Erdbeben, das bald zur Erde kommt, und der Herr befahl seinen Propheten, nach vorne zu treten und die Erde mit einem Erdbeben zu schlagen. Und als ich meine linken prophetischen Finger erhob und damit zeigte, traf ein starkes Erdbeben die Erde. Ich sah, wie die Wände zusammenbrachen, die Gebäude brachen zusammen. Ein sehr starkes Erdbeben kommt zur Erde. Wir wissen alle, was Jesus sagte, als der Herr Jesus, unser Herr und Erretter, auf dieser Erde wandelte. Als er auf dieser Erde wandelte und das Versprechen der Zeichen gab, die vor seiner Rückkehr erscheinen würden. Er sagte, es würde Hungersnöte und Erdbeben an verschiedenen Orten geben, wenn ihr Matthäus 24, Vers 7 lest. Ihr seht das Haiti-Erdbeben, welches ich prophezeit habe, als ich Chile mit dem Erdbeben schlug und Mexiko schlug und Nepal schlug, die Philippinen schlug, China schlug, auch Taiwan schlug, Tansania mit einem Erdbeben schlug, Kenia mit einem Erdbeben erschütterte. Viele Erdbeben überall. Und nun in Matthäus 24 versprach der Herr, nur dass es jetzt offensichtlicher geworden ist, dass er diese Propheten senden würde. Dies sind die Propheten, welche die Worte ausführen würden, die er in der Prophezeiung gab. Also es gibt ein enormes Erdbeben, welches zur Erde kommt. Ein historisches Erdbeben kommt zur Erde. Ich sehe, wie die Wände zusammenbrechen, die Gebäude brechen zusammen. Es ist enorm. Und der Herr sucht die Aufmerksamkeit dieser Generation, sodass sie den Weg für das glorreiche Kommen des Messias vorbereiten. Gesegnete Leute, dies ist, was der Herr gesprochen hat zu den Nationen der Erde. Hat der Herr Jehova Jahwe nicht mit dieser Generation gesprochen? Der Messias kommt. Toda Shalom. Und 1 Jahr, 2 Monate und 2 Wochen später, am 21. Juni 2022, aktuelle Nachrichten. There is a major breaking story out of eastern Afghanistan this morning. A powerful, deadly Heute Morgen hat ein struck a starkes, mountainous region tödliches near the border Erdbeben with Pakistan. eine bergige Region in der Nähe der Grenze zu Pakistan getroffen. Einige berichten, 1000 Menschen wurden getötet. Die meisten Menschen waren drinnen und waren nicht in der Lage, den Wänden zu entkommen, die um sie herum zusammenbrachen. 1000 Menschen wurden getötet und 1500 verletzt, nachdem ein Erdbeben das östliche Afghanistan getroffen hat.
Das Beben konnte in Afghanistan, Pakistan und Indien gefühlt werden. We are getting information just in on a devastating earthquake in Afghanistan. At least 1,000 people are dead. Mindestens 1000 Menschen sind tot. Es wird erwartet, dass diese Zahl ansteigen wird. Die Tiefe des Bebens war 10 Kilometer. Erdrutsche haben Dörfer ausgelöscht. Und die zwei mächtigsten und furchterregendsten Propheten des Herrn beschrieben das Zusammenbrechen der Wände und Gebäude. Ein starkes Erdbeben hat die Erde getroffen und ich sehe viele Wände, die zusammenbrechen. Es war ernsthaft. 100 Häuser, vielleicht 2000 sind zusammengebrochen. Ein großes Erdbeben traf die Erde und ich sah viele Wände zusammenbrechen. Die Wände brachen zusammen. Hier wird in den Trümmern der zusammengebrochenen Häuser nach Überlebenden gesucht. Dies ist ein großes Desaster. Mein Bett fing an zu beben. Das Dach fiel herunter. Die Menschen waren im Bett, als Hunderte von Häusern durch das starke Erdbeben zerstört wurden. Alles hier wurde zerstört, sagt der Mann, der dieses Video aufnimmt. – 500 Häuser wurden allein in diesem Gebiet zerstört. Ein starkes Erdbeben hat die Erde getroffen und ich sehe viele Wände zusammenbrechen. Es war ernsthaft. Ein starkes Erdbeben traf die Erde und ich sehe viele Wände zusammenbrechen. Es war ernsthaft. Und als die zwei furchterregendsten Propheten des Herrn Afghanistan schlugen, erschütterten sie buchstäblich 3 Nationen auf einmal: Afghanistan, Pakistan und Indien.
Fox News Tonight. This is a Fox News alert. According to European seismologists, tremors from the 6.1 magnitude quake could be felt across Das Beben konnte in Afghanistan, Pakistan und Indien gefühlt werden. They're saying that the force of this quake was felt by tens of millions of people, not just in Afghanistan, but in Pakistan and even in India. Das Beben konnte von 119 Millionen Menschen in Pakistan, Afghanistan und Indien gespürt werden. Wir wissen alle, was Jesus sagte, als der Herr Jesus, unser Herr und Erretter, auf dieser Erde wandelte. Als er auf dieser Erde wandelte und das Versprechen der Zeichen gab, die vor seiner Rückkehr erscheinen würden. Er sagte, es würde Erdbeben und Hungersnöte an verschiedenen Orten geben. Wenn ihr Matthäus 24, Vers 7 lest, der Herr versprach. Nur dass es jetzt offensichtlicher geworden ist, dass er diese Propheten senden würde. Und die sind die Propheten, welche die Worte, die er in der Prophezeiung gab, ausführen würden. Und der Herr sucht die Aufmerksamkeit dieser Generation, sodass sie den Weg für das glorreiche Kommen des Messias vorbereiten. Gesegnete Leute, dies ist, was der Herr zu den Nationen der Erde gesprochen hat. Hat der Herr Jehova Jahwe nicht mit dieser Generation gesprochen? Der Messias kommt. Tut Buße. Bereitet den Weg vor. Der Messias kommt. There is a major breaking story out of eastern Afghanistan this morning. A powerful, deadly earthquake has struck a mountainous region near the border with Pakistan. Helicopters are airlifting victims. The casualty numbers are high, and indeed they keep rising. We're just hearing now some reports as many as 1,000 people have been killed. The Lord has spoken to me again right now. Der Herr hat jetzt gerade wieder mit mir gesprochen. Er brachte mich in ein Krankenhaus in Asien. Es gibt eine große Not dort. Ich sehe viele Leute ins Krankenhaus laufen. Ich sehe den Mangel an Ausrüstung. Es gibt jetzt keine Ausrüstung. Die Ärzte laufen hin und her und viele Menschen laufen in das Krankenhaus. Also es wird eine große Not geben, die nach Asien kommt. Eine große Krankheit, eine große Not der Krankheit. Es wird einen Krankheitsnotfall in Asien geben. Es wird eine Not wie keine andere sein. Eine Not, die noch nicht gesehen wurde. Diese Not wird sich auf der Erde entwickeln. Und im Januar 2020 Tonight there is growing concern about a new and rare pneumonia-like virus that has caused at least 2 deaths and has spread from China to other countries in Asia. Fears about the spread of a deadly new virus grow. A doctor at the hospital in Wuhan, where this all began, has been speaking to the BBC and said the virus is now spreading at an alarming rate. The hospitals have been flooding with thousands of patients who wait hours to see a doctor. You can imagine their panic.
Good evening and thanks for joining us. We are continuing to monitor the outbreak of the mysterious new coronavirus tonight. The number of confirmed cases in China keeps soaring nearly a week into the biggest quarantine in history. Chinese authorities are under pressure to control the spread of a new deadly disease. Concern is growing over a possible outbreak of a new SARS-like virus. The flu-like mystery illness reported in China. This is Al Jazeera. A new virus with no known treatment or vaccine. It came without warning, and it spreads like wildfire. But until today, its origins remain a mystery. It was first discovered in Wuhan, the capital city of China's Hubei province, late last year. China alerted the World Health Organization of a mysterious virus outbreak in Wuhan. An invisible killer is sweeping the world. A new killer is on the loose. And I see a lot of people rushing to the hospital. Ich sehe, wie viele Leute ins Krankenhaus eilen. Wuhan's hospitals are struggling to cope. And medical staff are under intolerable pressure. They're fighting a war here and they're losing. The sheer numbers of people succumbing to the coronavirus is overwhelming every hospital in northern Italy. Reports surface of doctors having to choose. Patient in here on a ventilator. Everybody has coronavirus. Bergamo wanted us to see this to show what a catastrophic emergency nobody has experienced before looks like. Here they're calling it the apocalypse, and this is what it looks like. And their message to us is simple: get ready. Every corridor, every corner, every ward, every inch of Brookdale Hospital Medical Center in Brooklyn now inundated with those suffering from COVID-19. On this day, almost 800 New Yorkers died. All the patients in this room, all the feet that you see, they all have COVID. Struggling to cope. Here, exhausted doctors decide who lives and who dies. There's no room for other patients at this hospital in Lombardy. Hier entscheiden die Ärzte, wer lebt und wer stirbt. Most won't make it. Le terapie intensive ormai piene, strapiene e non sappiamo più dove. Und die Menschen brachen zusammen und fielen auf die Straßen aufgrund des Coronavirus.
Die Leichen in einem Krankenhaus in New York. Now it is Latin America's turn to face the pain of the COVID-19 storm that spread west across the globe. In Brazil, the health service is ill-prepared. In truth, it's already overwhelmed. Murieron ayer a las 10 de la mañana, por favor, miren cómo lo tengo. Now it is Latin America's turn to face the pain of the COVID-19 storm that spread west across the globe. In Brazil, the health service is ill-prepared. In truth, it's already overwhelmed. Und 5 Jahre zuvor erwähnten die 2 Megapropheten des Herrn Indien. Der Herr hat jetzt gerade wieder mit mir gesprochen. Er brachte mich nach Indien. Der Herr brachte mich in ein Krankenhaus in Indien. Es gibt eine große Not dort. Ich sehe viele Leute ins Krankenhaus strömen. Ich sehe den Mangel an Ausrüstung. Es gibt keine Ausrüstung. Die Ärzte laufen hin und her und viele Menschen strömen ins Krankenhaus. Und 6 Jahre später, dies ist, was man sieht. Die Krankenhäuser in Indien sind überfordert. Hospitals in the Indian capital of New Delhi have reached capacity. There is simply no space left to treat. Die Leichenverbrennung findet auf öffentlichen Parkplätzen statt.
crematorium in Delhi, the bodies lie in the heat for up to 20 hours. And there are more waiting behind these in parked cars driven by grieving relatives. The funeral pyres are so busy that families crisscross India's capital looking for any available space, some of them renting fridges to stop their loved ones from decaying. At another crematorium in the city, there are at least ambulances available to ferry the dead, though they are piled high inside. And then another queue for hours before they can be burned. And these fires are constant, perhaps the most damning indictment. A large number of Indians have thrown the idols of the gods they worshipped on the streets as the numbers of coronavirus infections and deaths skyrocket in the country. Viele Menschen in Indien haben ihre Götzen auf die Straßen geworfen, weil die Götzen sie nicht vor dem Coronavirus geschützt haben. From the virus, but they finally discovered that they could not do anything, and hence they destroyed it. Bereitet den Weg vor. Der Messias kommt. Die zwei furchterregendsten Propheten des Herrn haben die Erde mit einem Tsunami geschlagen und es begann alles am 3. Oktober 2021. Tonga-Tsunami 2022, die Prophezeiung und Erfüllung. Nun, gesegnete Leute, der Herr Jehova hat mit mir gesprochen. Der Herr hat mit mir über einen Ozean gesprochen, der herauskommt. Ich sehe die Leute laufen. Ein Tsunami wird kommen, das bedeutet, es wird ein Erdbeben geben, welches den Boden eines Ozeans treffen wird. Und ich sehe die Leute laufen. Ich sehe, wie sie um ihr Leben laufen. Und ich sehe, wie der Ozean herauskommt. Und viele Leute laufen. Ein Tsunami verfolgt sie. Und sie laufen. Er hat mich dorthin gebracht und ich bin mit ihnen um mein Leben gelaufen. Ihr kennt die Weise, wie der Herr mit seinem Diener spricht. Und nun, nachdem ich dies... Danach brachte der Herr mich dazu, in der Nähe dieses Meeres zu stehen. Und er forderte mich auf, diesen Ozean mit dem Urteil des Herrn zu schlagen. Und dann, genauso wie ich gesehen hatte, dass der Ozean sie verfolgte, fing der Ozean an, die Menschen streng
zu den Worten meiner Zunge zu verfolgen. Ich brachte das Urteil des Herrn über diese Nation und der Ozean kam heraus. Diese Menschen sind hellhäutige Menschen, in diesem Gebiet sind hellhäutige Menschen. Ein sehr starker Sturm wird aus dem Ozean herauskommen. Ich weiß nicht, ob es ein Erdbeben ist, welches den Boden eines Ozeans trifft, oder ob es als ein Sturm aus dem Ozean kommt. Der Herr hat mich dorthin gebracht, ich bin zusammen mit ihnen um mein Leben gelaufen. Die Leute liefen um ihr Leben. Und wieder am 3. November 2021 ich sehe ein Tsunami zur Erde kommen. Es ist Zeit, dass ihr Buße tut und euch für den Messias vorbereitet. Gott der Allmächtige hat jetzt Buße befohlen. Der Messias kommt, tut Buße und kehrt ab von der Sünde, denn der König kommt. Und wieder am 3. Dezember 2021 ich sehe einen Tsunami bald zur Erde kommen. Und schließlich am 15. Januar 2022, 3 Monate später, wurde diese furchterregende Prophezeiung in einer höchst erstaunlichen Weise erfüllt, als die 2 mächtigsten Propheten des Herrn buchstäblich den Grund des Pazifischen Ozeans erschütterten. Der größte und tiefste Ozean der Welt. This is CNN Breaking News. Eine Tsunami-Warnung gilt nun für die ganze US-Westküste und Alaska. Incredible satellite images showing a massive ash cloud and shock waves. The eruption happened near the island nation of Tonga. Ein Vulkanausbruch in der Nähe der Insel Tonga. Flooding into the capital, inundating the coastline. Tsunamis were detected not just in the Pacific, but in the Atlantic, Caribbean, and Mediterranean as well. The series of dramatic events started when scientists registered a 5.8 Es fing an, als Wissenschaftler ein 5,8, ein Erdbeben der Stärke 5,8 bemerkten. And the volcano exploded. Und der Vulkan brach aus. The volcano spewed mushroom-shaped smoke that reached a height of 40 kilometers during its eruption. Tongans are on the beach to film the first waves hit the coast. They record the tsunami as it surges through streets near the capital Nuku'alofa, catching some people inside, while others scramble for higher ground. Only minutes before the waves arrive, Tongans hear the Hunaha'pai volcano explode. A second eruption Sunday triggered tsunami warnings in the region. This
This woman is in a church in the village of Patanata. She's talking to friends on her phone. They tell her to leave. I can't go, she says. The water's too high outside. The church is right on the beach, and more waves wash inside as she records. Others want to save property. Several try to free up this car on the beach. But then they scramble back as a wave takes the car. These pictures are from the New Zealand High Commission. Described as the most violent eruption captured on satellite with the equivalent force of a magnitude 5.8 earthquake. At sea level, the eruption resembled a mushroom cloud, a mass of steam, ash and rock surging out of the ocean 20 kilometres into the air. Within 20 minutes, a rush of waves hit the tiny island nation. Startled locals rushed to find higher ground as water crashed its way through. A river flooding streets and buildings, including this church. Some were caught out by the rising tide. This volcano erupted with a rude shock in the late afternoon local time. My hand is shaking. What are we gonna do? There is a tsunami that's going to come. That means there's going to be an earthquake. Es gibt einen Tsunami, der kommen wird. Das bedeutet, es wird ein Erdbeben geben, welches den Grund eines Ozeans treffen wird. The series of dramatic events started when scientists registered a 5.8 magnitude earthquake in Tonga. The next day, scientists recorded a second 4.5 magnitude earthquake. And the volcano exploded. An underwater volcanic eruption on Saturday triggered tsunami warnings across the Pacific Rim. That massive undersea volcanic eruption and the tsunami that followed. An underwater volcano erupted off the islands of Tonga. It caused an enormous tsunami with waves that travelled as far as New Zealand, Australia, Japan, Peru and the US. The violent eruption of an underwater volcano near Tonga in the South Pacific triggered a tsunami that furiously hit the coasts of this small nation and set off alarms in other countries. A tsunami warning has been issued for parts of eastern Australia after an underwater volcano erupted off Tonga in the South Pacific. This once bustling port, now buried in ash and dust. A lush green neighborhood, now just a sea of gray. The island that surrounded the underwater volcano before its eruption, now seemingly gone. The ash that now covers the islands, creating a crisis. Und die 2 Megapropheten des Herrn warnten, dass der Tsunami zur Erde kommt. Ich sehe, wie ein Tsunami bald zur Erde kommt. Und am 15. Januar 2022 war der Tsunami tatsächlich so massiv, dass er eine weltweite Tsunami-Warnung auslöste. A prelude to a violent eruption. On Friday, the Hunga Tonga Hunga Hapai volcano sent plumes of smoke and ash shooting into the sky. In an explosion so powerful, it sent shockwaves around the world. And from this tiny speck in the Pacific Ocean, shockwaves across the globe.
Tsunami warnings were issued for Pacific Islands including Fiji, Samoa, Hawaii and Norfolk and Lord Howe Islands, along with the Australian East Coast, Japan, the US and Canadian Pacific Coast. The impact stretched to New Zealand, Ecuador, Peru and Chile. Those shockwaves travelled at more than 1,000 kilometres an hour, reaching almost 7,000 kilometres to Perth, with the sonic boom heard in Alaska, almost 10,000 kilometres away. Tsunami sirens were heard in Ecuador. A 2-metre tidal surge and large waves washing ashore sank a number of boats and damaged others at a marina in New Zealand's far north. This boat sunk all through the harbour. It's unbelievable. So fierce was the eruption that tsunami warnings were issued across the Pacific, including in Samoa, Australia, Japan, Hawaii, Chile and the US Pacific coast. Evacuations were ordered in parts of Japan after forceful waves were detected, and Hawaii was slammed by waves of up to 2 feet. Well, the world has seen and felt the shockwaves of a massive underwater volcano on the doorstep of the Pacific island of Tonga. This volcanic eruption in Tonga was so powerful that the impact was felt 10,000 kilometers away in Peru. The waves battered boats in Japan and New Zealand. Floods lashed Fiji, Chile and Ecuador too. From Japan to New Zealand, littered with sunken fishing boats, the powerful waves tossing them like toys. The underwater eruption was so powerful that it was detected around the world. Storm stretching from Albury through to Port Macquarie. We turn now to that rare tsunami advisory for the entire North American West Coast from Alaska to California. And take a look at these images from Pacifica, California, showing waves crashing into the shoreline. Und die mächtigsten Propheten befahlen, dem Ozean buchstäblich herauszukommen und die Menschen zu verfolgen. Und ich sehe, wie der Ozean herauskommt und viele Leute laufen. Der Tsunami verfolgt sie. Der Herr hat mit mir über einen Ozean gesprochen, der herauskommt. Ich sehe die Leute laufen. Und am 15. Januar 2022 liefen viele Leute um ihr Leben überall auf der Welt. This desperate mum then rushes to gather her children. Everybody get up. Let's go. Just get up. Get up. Her anxiety rising with every passing second. The volcano is erupting. It keeps erupting. Get up. Let's go fall from here. And police are asking people to move to higher ground. In Peru, tsunami waves crashed through a market, washing away stalls and goods, sending panicked shoppers running in fear of what might come next. There is a tsunami advisory in effect. Stay out of the water, off the beach, and away from the coast.
On January 15, 2022, the Hunga Tonga Hunga Ha'apai volcano in the nation of Tonga produced its most powerful eruption ever recorded. Scientists are starting to take the measure of the monster volcanic eruption that rocked the South Pacific Kingdom of Tonga earlier this month. The high end of the Tonga volcano estimate is equivalent to about 1,200 Hiroshima bombs. The eruption is one of the loudest eveners to occur in more than 100 years. Another study has revealed that the eruption created ripples in Earth's atmosphere. Researchers said that they had never seen anything similar to these powerful waves ringing through the atmosphere. It set off a lightning storm that lasted 7 hours and had 400,000 strikes. The generation of the tsunami was associated with one of the largest volcanic explosions ever recorded. NASA scientists estimate that this explosion was just as powerful as the simultaneous detonation of 10 million tons of TNT. Volcanic eruption near Tonga more powerful than nuclear bomb. The shock wave produced by the explosion, as well as the unusual nature of the tsunamis it generated, will have scientists studying the event for years. The eruption of the Hunga Tonga Hunga Ha'apai volcano was so powerful that space satellites captured an atmospheric shockwave that radiated out from the volcano at close to the speed of sound. Scientists say Saturday's eruption could be the worst volcanic eruption the Pacific has experienced in decades. Not even the volcanic island itself was spared. Der Messias kommt. Diese Ausstrahlung wird beendet. Die zwei mächtigsten Propheten des Herrn werden am Freitag live zu euch sprechen. Der Messias kommt.